Episode 2, Teil 1. Willkommen im Kloster. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ach ja, beim Waschlappen auf der Brücke. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich... Aber Herr Sprecher, wie wurde denn so ein Vollidiot überhaupt Anwärter des Klosters? Frag ich mich auch. Sag mal, Klappe halten. Warum kannst du mich überhaupt hören? Tut mir leid. Wie wurde also aus einem Pfosten wie diesem ein Anwärter des ehrenwerten Feuerzirkels? Schauen wir doch mal rein. Ist hier wer in der Pinte? Hallo? Gavin? Gavin, morgen haben wir Nebelgeist. Jetzt, 10 Flaschen. Danke dir, Emilio. Dir noch einen entspannten Tag am Stand. Der mit Staub bedeckte Bergarbeiter nahm die Stängel entgegen und legte Emilio, dem Händler mit südlichem Akzent, ein paar Goldstücke auf die Hand und grüßte ihn ab. Die heiße Mittagssonne brannte ihm im Gesicht. Ein stattlich jung wirkender Magier kam in seiner fein geschneiderten roten Robe die Rampe zum Galgenplatz hinaufgeschritten. Frederik versuchte sein Glück. Er hatte noch ein paar Angelegenheiten zu klären. Er steckte die gedrehten Zigaretten ein und folgte dem Magier langsam. Ein paar Stadtwachen hielten ihn davon ab, den Magier direkt anzusprechen. Big und Tanjev schienen auf ihrer Patrouille zu sein, stolzierten die Straße entlang und versperrten Frederik die Sicht auf den Magier. Adept Darons Frage. Seit Wochen arbeite ich daran. Aber so ein magiebegabter Schmied ist nicht so einfach anzutreffen. Vor allem nicht in der Stadt. Frederik folgte dem Kuttenträger mit genügend Abstand und sah, als er die Biegung vor der Kaserne einschlug, dass sich der Magier mit jemandem von der Stadtwache unterhielt. Oh, was will Zara denn von ihm? Murmelte er und setzte sich auf eine Bank, um die beiden Plaudersäcke nicht zu stören. Ich wollte euch darüber informieren, dass Jan bei unserer Musterung anwesend war. Was ist denn los mit ihm? Er trug dabei sogar noch die Klosterschärpe. Ist dem so? Ja, es scheint wohl so, als würde er sich anderweitig umschauen. Es gab gewisse Zwischenfälle. Du kennst ja seine Art. Und was meint ihr? Taugt er denn was? Sagen wir es mal so. Arbeiten kann der Kerl. So langsam denke ich aber, dass er bei euch besser aufgehoben ist. Wir haben gewisse Differenzen festgestellt. Und ein paar Dinge sind aus dem Ruder gelaufen. Wenn er aus eigenen Stücken beginnt, sich umzusehen, ist es doch nur eine Frage der Zeit. Oder seht ihr das anders? Es scheint wohl so. Dieser Freigeist. Gebt Acht, dass er bei euch nicht frei dreht. Gut. Ich wollte nur sicher gehen, dass ihr davon wisst und es am Ende keine Missverständnisse gibt. Wir werden auf kurz oder lang sehen, ob er hält, was er verspricht. Es ist nur verständlich, dass ihr fragt. Doch solltet ihr wissen, dass Jan seine Eigenheiten hat. Neulich erst hat er sich mit Bruder Hallert in den Haaren gehabt. Die Unschuld, in der er sich Das Gebrabbel ging weiter, doch Frederik war schon wieder in seiner eigenen Welt. Er überlegte, wie er den Erwählten ansprechen sollte. Ihm kam dabei ein unwohles Gefühl hoch. Einem Feuermagier nicht den gebührenden Respekt zu zollen, führte schon oft wortwörtlich zu brenzligen Situationen auf der Insel. Nach einer Weile verabschiedete sich Zarathustra, der Offizier, vom ehrenwerten Magier mit einem stolzen Für den König und ging davon. Das war die Gelegenheit. Der Nichtsnutz stand auf und ging zum Magier. Er verbeugte sich tief vor dem Meister der Magie. Innos zum Gruße. Innos zum Gruße, Meister Dion. Es ist lange her. Es freut mich, euch wiederzusehen. Frederik verharrte in seiner Beuge, doch nun richtete er sich langsam auf.
Der Magus schaute nur ein wenig perplex auf die dargebotene Showeinlage und antwortete lächelnd. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Ich wollte nach Adept Daron fragen, Meister. Seit Wochen versuche ich ihn schon aufzusuchen. Das verstehe ich, Frederik. Doch ist Bruder Daron im Moment für Außenstehende nicht zu sprechen. Kann ich oder einer der Adepten etwas für dich tun? Der Magier deutete auf 2 Robenträger, die soeben durch das Osttor auf die beiden zukamen. Frederik schüttelte hastig den Kopf. Ich möchte niemanden bedrängen. Trotzdem möchte ich ihm gerne meinen Dienst erweisen und den Adepten nach der Anwärteraufgabe fragen, die noch im Raume steht. Seine Vorfragen habe ich bereits gelöst, denke ich. Er wollte wohl sicher gehen, dass ich es ernst meine. Wenn das so ist, dann fürchte ich, dass du dich wohl noch ein wenig in Geduld üben musst. Oh, dazu habe ich hier noch einen Brief für den Novizen Jacques. Es ist eine Aufgabe, die er mir auftrug. Ich konnte ihn in der Stadt noch nicht auffinden und an der Pforte wurde ich abgewiesen. Ich hätte den Brief Hüter Lancelot geben sollen, aber ich vergaß es. Könnte jemand aus dem Kloster ihn zutragen? Aber sicher doch. Der Möchtegern-Anwärter holte ein zusammengerolltes Pergament aus seinem Beutel und überreichte es höflich dem Magier. Dieser nickte nur kurz und steckte es sich unter die schwere Robe. Ich danke euch. Eine Frage noch, Meister. Denkt ihr, ich bin bald bereit, ein Anwärter des Klosters zu werden? Bis auf Adept Daron und Novize Jacques habe ich alle Stimmen erhalten. Hoffe ich. Verlegen kratzte Frederik sich am Kopf. Der Magus fährt sich unter die dunkle Kapuze und überlegt. Alle Stimmen? Zähl sie doch bitte noch einmal auf. Wärst du so nett? Die beiden Robenträger vom Osttor schlossen zum Magier auf. Innos zum Große, ihr beiden. Die 2 Adepten, Hallard und Kalla, grüßten den Meister. Frederik blickte zu den beiden und sprach: Innos zum Gruße euch beiden. Von der Adepta und Adept Hallard. Novize Nalen ist momentan wohl mit seinen Studien beschäftigt. Des Weiteren Hüter Leonhard, Novize Telon und auf die Antwort vom Novizen Jacques bin ich gespannt. Ihr habt sie ja gerade erhalten. Es handelt sich um die Rebellion in Warrand und Bakaresch selbst. Kalla ließ ein kurzes Lächeln von sich und nickte nur. Sie trug ein neues Gewand, eine bis fast zu den Füßen reichende rote Robe. Sie hatte ihren Status als Adepta wohl wiedererlangt. Was auch immer vorgefallen war, sie trug monatelang eine Novizenrobe, obwohl sie bereits vor längerer Zeit zur Adepta ernannt wurde. Frederik wandte seinen Blick von Hallard und Kalla wieder ab. Noch immer grübelte der Magus. Doch dann meinte er: Das sollte reichen. Was? Der Waschlappen schreckte zurück, doch der Magier antwortete prompt: Das sollte reichen, dass wir dich als Anwärter aufnehmen. Hallard und Kalla, seid ihr bitte so frei und geht mit dem neuen Anwärter direkt heim. Der Magier zwinkerte den beiden Adepten zu. Ein Schauer fuhr dem wohl angenommenen Anwärter durchs Gebein. Fast schon ein halbes Jahr erledigte er Aufträge und Aufgaben für die Anhänger des Klosters für die Aufnahme. Oft hatte er den Gedanken, seine Bemühung führe zu nichts. So eine simple, doch vielsagende Antwort eines Erwählten zu erhalten, konnte Frederik in diesem Moment nicht wirklich greifen. Er stotterte und begann zu antworten: Ja, Meister, ich werde mein Bestes... Schwester Kalla, am besten kümmerst du dich dann um unseren jungen Anwärter und führst ihn gleich durch die Korridore. Ich werde hier im Klosterladen nach dem Rechten sehen und noch ein wenig in der Stadt verweilen. Natürlich, Meister. Das passiert sicher nicht noch einmal. Wir brechen gleich wieder auf. Frederik stand noch immer wie angewurzelt und nicht abgeholt da. Doch nun regte sich etwas. Sag mal, der heult doch jetzt nicht gerade wirklich, oder? Ich schmeiß mich weg. Was für eine Memme. Das Skript. Oh ja, fass dich, Sprecher. Zu gute Bezahlung, um das hier jetzt zu vermasseln. Er bekam wässrige Augen und eine große Träne rollte ihm von der Wange.
Langsam begriff er wohl, dass sich gerade sein Leben schlagartig änderte. Meister Dion ging bereits ein paar Schritte in Richtung des Ladens und überließ den Adepten den halb gar gekochten Frischling. Möge der Herr euch leiten. Passt am Wegekreuz auf. Innos mit euch, Meister. Die Adepta wandte sich zum Anwärter. Wollen wir, Frederik? Wir kehren bald wieder zurück, dann kannst du später deine Sachen packen. Na dann los, sonst schlagen wir hier noch Wurzeln und das gefällt Meister Reiko sicher nicht. Hast du schon von seinem neuesten Plan gehört, Schwester? Er will den halben Wald abbrennen. Der Statthalter würde Augen machen. Vielleicht sollten wir dem Meister von der großen Eiche im oberen Viertel erzählen. Na dann. Die Gruppe machte sich auf und verließ die Stadt. Anwärter. Ich danke euch beiden. Vom Osttor aus bogen die beiden Reiseführer in die übliche Richtung zum Wegekreuz ein. Ohne die Unterstützung der beiden hätte ich es nie so weit geschafft. Kalla und Hallard. Das hört sich vielleicht kitschig an, aber sie sind meine Vorbilder. Hallard habe ich vor Ewigkeiten mal als Löhner auf dem Feld kennengelernt. Tja, wie lange ist das her? 3, 4 Jahre sicherlich. Kurz darauf wurde er ein Anwärter und ich habe ihn für lange Zeit nicht zu Gesicht bekommen. Auf der Insel leben so viele Leute, da ist es normal, dass man sich schnell für Monate nicht sieht. Vor allem, da die vielen Gruppierungen gerne auch unter sich bleiben. Er wurde der beste Heiler der Insel. Seine Fähigkeiten bringen selbst Banditen dazu, sich dem Kloster zu nähern, um sich versorgen zu lassen. Dass die Stadtwache da nicht gegensteuert? Tja. Ein Infodump, wie er im Buche steht. Da hat sich der Autor wohl richtig was einfallen lassen, um die Lücken zu füllen. Und Kalla? Kalla habe ich auch sehr lange Zeit nicht gesehen. Sie ist auch sehr schweigsam darüber. Als ich Baumeister war, half sie mir einmal mit einer Gruppe von helfenden Händen, ein paar Balken auf ein Dach im Hafen zu befördern. Buckelarbeit. Eigentlich nichts, womit sich eine doch recht zierliche Frau wie sie befassen sollte. Aber sie hängte sich rein, zog durch, so wie die anderen Arbeiter. Tja, lange ist das her. Und dann zogen die Untoten über die Insel. Alles wurde über den Haufen geworfen in den Wochen und Monaten der Belagerung. Viele Leute sind bis heute noch verschollen. Kalla habe ich zu der Zeit schon lange aus dem Blick verloren. Ich verließ die Insel, nachdem wir die Krise durchgestanden hatten, und fuhr zur See. Besuchte meine Familie auf Archolos. Mein Vater lag im Krankenbett. Kurze Zeit später kam ich wieder, mit nichts in den Händen. Ich erinnere mich noch gut daran, als ich Santiago nach Essen fragen musste, weil die Steuer mein letztes Gold fraß. Seitdem geht es wieder bergauf. Bergunter wohl eher. Ich arbeite seit Monaten in der Mine und legte sogar ein paar Münzen für das Kloster mit der Zeit zurück. Die Anwärteraufgabe. Sag mal, sollten wir den Abt nicht darüber in Kenntnis setzen? Wenn wir ihn finden, auf jeden Fall. Sonst sagen wir erst einmal Lancelot und auch den anderen Hütern Bescheid, dass Meister Dion Frederik abgesegnet hat. Alles klar. Kallas roter Rubin im rechten Auge funkelte im Sonnenlicht. Frederik hatte nie den Mut gehabt, die Einäugige danach zu fragen. Wie so oft. Eine kochend heiße Brise zog den Hang herunter. Noch immer qualmte es am Sonnenkreis. Man konnte den anhaltenden Brand auf dieser Höhe des Weges bei richtiger Windlage riechen. Die Ereignisse dort waren Frederik sehr wohl bekannt. Und so war die elende Hitze, die dieser Ort ausstrahlte und die halbe Insel dadurch versenkte, nichts Neues für ihn. Er war selber dabei, als die Stadt den Zugang zum Plateau sprengte. Mehr noch, er war zusammen mit Asaru, einem ehemaligen Varanter, verantwortlich für die Setzung der Sprengfässer damals gewesen.
Frederik wischte sich den Schweiß aus seinem Gesicht und ging weiter. Ich möchte die Aufgabe, die mir der abgab, auf jeden Fall noch zum Erfolg bringen. Ich habe es geschafft, einen Brief mit Siegel der Stadt und Kloster in die Barriere zu schicken. Ich hoffe, bei dem nächsten Konvoi folgt eine Antwort. Das hat bisher noch keiner geschafft. Faust und Statthalter Gavin haben mir da vertraut. Schon alleine deshalb hoffe ich, dass dieser Brief nicht im Sande verlief. Hoffen wir es mal. Informationen zum Verbleib des Wasserkreises innerhalb der Barriere wären nicht in Gold aufzuwiegen. Meister Wotan hat es bereits auf vielen Wegen versucht, Lebenszeichen zu erhalten. Bis jetzt haben die Bemühungen jedoch zu nichts geführt. Niemand, den er je beauftragte, bekam ein Zeichen vom Zirkel. Sei also nicht enttäuscht, solltest du keine Antwort erhalten. Selbst mit Siegeln bestückte Papiere sind in der Strafkolonie kaum etwas wert. Die Kolonne erreichte langsam das Wegekreuz. Ein offener, weiträumiger Ort, umgeben von Bergwänden und Bäumen. In der Stadt hörte man oft von Überfällen auf der Höhe dieser Ebene. Banditen aus den Bergen trieben hier ihr Unwesen. Es war einfach, den Händlern in der Nähe der Felsen in den dichten Büschen aufzulauern und noch einfacher, mit Beute in allen Richtungen zu verschwinden. Frederik meidete diesen Ort wie so viele. Generell war er ein Waschlappen, der mehr als 2 Jahre am Stück die Stadt nie verließ, aus Angst vor der rauen Wildnis. Heute zumindest brauchte sich Frederik keine Sorgen zu machen. Sich einem Anhänger des Klosters in den Weg zu stellen, bedeutete meist die sofortige Einäscherung. So bogen die 3 in den Klosterpfad ein, einem schmalen Weg, der sich zwischen steilen Felswänden entlang schlängelte. Oh, ich habe niemandem aus der Stadt gesagt, dass ich in Richtung des Klosters aufbrach. Der Aufbruch mit den beiden, das alles ging so schnell. Bei Innos, ich habe sogar meinen Stecken bei den Wachen vergessen abzuholen. Naja, wegkommen wird er schon nicht, aber ich muss mich auf dem Rückweg vorsehen. Auf dieser Höhe des Passes verstecken sich oft Banditen in den Büschen und... Ja, halt die Klappe, das kann man sich ja nicht mehr anhören. Die Gruppe erreichte eine noch recht neu wirkende Holzbarrikade. Sie markierte den Beginn der Ländereien des Reliquienklosters. Korinis, so wie wir es heute kennen, war geprägt von Holzpalisaden und Verschanzungen. Der Grund war simpel. Vor 2 Jahren wütete ein erbitterter Kampf um die Insel gegen Horden von Untoten. Die Menschen außerhalb der Barriere wurden allesamt beinahe von der Insel getrieben und bauten Verteidigungslinien gegen die Heerscharen Beliars. Noch heute kann man an vielen Stellen die Überbleibsel der Schlachten sehen. Das Kloster musste gänzlich evakuiert werden. Die Arbeiter und Söldner des Großbauern, selbst die Banditen von dort und aus den Wäldern, mussten ihre Verschanzungen aufgeben. Die noch laufen konnten, schafften es zurück in die Stadt. Der Erzhandel kam zum Erliegen. Wie sollte man auch bis zum Austauschplatz kommen, wenn dazwischen eine Lawine wandelndes Gebein durch die Wälder rollte? Innos zum Gruße, Bruder Gawain. Nicht wundern, Meister Dion schickte uns direkt wieder heim, um unseren neuen Anwärter einzuweisen. Frederik, du kennst ihn nicht? Gawain, ein stiller Geselle und Hüter des Schreins, nickte nur. Aus der Ferne konnte man seinen Gesichtsausdruck nicht erkennen. Doch er schien heute schweigsamer als sonst zu sein. Die Adepta nickte kurz lächelnd dem Hüter zu und wandte sich dann wieder zum Weg. Innos mit dir, Bruder. Frederik folgte ihr und blickte in das Gesicht des Hüters. Dieser schaute ihm kurz tief in die Augen. Er ist doch sonst nicht so. Nichtssagend drehte der Hüter sich wieder in Richtung Schrein und starrte weiter einen recht mager bekleideten Löhner an, der am Schrein hockte, um zu beten. Die kleine Gruppe ging weiter in Richtung Klosterbrücke. Was ist eigentlich mit Jan? Hat er das Noviziat nicht bestanden? Er ist doch bereits seit bald 10 Monaten bei euch. Er ist noch Anwärter. Noch Anwärter? Jan.
Ich kannte ihn nicht wirklich, aber auf den ersten Eindruck kam er mir ganz in Ordnung vor. Dass er Probleme hat, die Anwärterschaft zu bestehen, ist kein gutes Zeichen. Die drei erreichten die lange Klosterbrücke, ein für sich schon imposantes, steinernes Bauwerk, welches die Klosterinsel mit dem Umland verband. Der Blick auf das Kloster ließ Frederik jedes Mal den Atem stocken. Das alte Bauwerk thronte auf einem vom Klostersee ausgewaschenen Felsen. Ausgewaschen war dabei noch eine Untertreibung. Im Laufe der Gezeiten fraß sich das Wasser in die Tiefe. Fast 20 Schritte schaute man von der Brücke auf den mit Grün überwucherten See hinunter. Ein Anblick, der selbst Ungläubige in Demut zwang. Hier spricht Nicolas Rings, die Stimme vom namenlosen Sprecher. Wenn euch der Teil der Episode gefallen hat, dann hier Influencer Talk einfügen. Sag mal, Herr Autor, soll ich mir jetzt hier was ausdenken? Na gut. Wenn euch der erste Teil der Episode gefallen hat, dann teilt das Video mit euren Eltern. Zeigt ihnen, wie komplex das Leben eines Waschlappens sein kann. Vielleicht sollten wir mal den Hauptcharakter austauschen. Wie wär's denn mit dem da hinten? Was? Wie heißt du? Gregox? Und bei dir geht's immer erst ab 23 Uhr so richtig los? Was auch immer. Innos mit dir, Bruder. Betet doch mal eine Runde zu Innos und gründet diese Religion. Das fliegende Spaghetti-Monster braucht Konkurrenz.